Hallo zusammen, mein Name ist Marvin Meyer und ich bin Mitarbeiter der Firma Limke. Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer digitalen Messe. Wir haben was Neues im Gepäck, unser Vorsatzgerät Limke Lux 1. Wir sind sehr stolz darauf, Ihnen das zeigen zu dürfen und mein Kollege David Senne, der Produktmanager der Firma Limke, wird Ihnen das Gerät jetzt technisch ein bisschen näher bringen. Ja, danke Marvin. Das Lux 1 ist ein universelles Vorsatzgerät in der Oberklasse. Was bedeutet Oberklasse in diesem Fall? Wir haben einen 640 x 512 Sensor verbaut mit 12 μ Pixel Pitch, also die höchste Spezifikation an Sensoren, die man zurzeit bekommen kann. Und das in Kombination mit einer 35 mm Linse. Das ergibt eine sehr gute Auflösung, eine Reichweite von 1750 Metern und ein Sehfeld von 22 Metern, was das Gerät sehr universell macht für die Feldjagd und auch die Waldjagd, eine hohe Reichweite bietet und ein großes Sehfeld in Verbindung mit Universal- und Drückjagdzielfernrohren. Wir haben natürlich eine hervorragende Bildqualität. Das ist einmal der Sensor, das ist aber auch unsere Software und unsere Bildverarbeitung, die sehr guten Kontrast darstellt. Wir haben ein OLED-Display verbaut, was auch eine sehr gute Kontrast- oder bei Farbmodi Farbdarstellung hat. Außerdem haben wir, was sehr wichtig ist bei einem Gerät für die Jagd, einen sehr großen Helligkeitsbereich des Displays. Wir können also sehr weit runterregeln. Wir können für Sonnenschein das sehr hell einstellen. Und wir haben natürlich auch hier Wi-Fi verbaut und Anbindung an eine App und Bild- und Videoaufnahmen. Das Gerät kann Fotos und Videos natürlich auch intern speichern. Wir haben 32 GB Speicher verbaut. Also das funktioniert auch im Gerät ohne Handyanbindung. Okay. Ja, neben den technischen Daten, den Leistungsdaten ist natürlich bei so einem Gerät für die Jagd auch die Ergonomie und die Anwendung in der Praxis ganz wichtig. Und da haben wir bei dem Gerät wirklich besonderen Wert drauf gelegt. Und das erste wäre hier zu nennen der An-Aus-Schalter, der hier in Form eines Kippschalters angeordnet ist. Ich habe also 3 Stellungen, aus, Standby und an, im Dunkeln fühlbar und auch durch den weißen Punkt hier deutlich sichtbar. Das Gerät hat eine sehr kurze Einschaltzeit von 5 Sekunden. Ich bin also, nachdem ich den Schalter hier umlege, nach 5 Sekunden sofort handlungsfähig. Und die Bedienung dieses Schalters, wie gut das in der Praxis funktioniert, kann mein Kollege uns gerade mal demonstrieren. Ja, jeder kennt es, die Situation, man sitzt an der Kirrung und hat schlechten Wind. Das mögen die Sauen ja nicht. Und deswegen, wenn man dann was im Wald knacken hört, guckt mit seinem Handgerät, kann in der Zeit schon den Lux anmachen. Innerhalb von 5 Sekunden startet der Lux und man ist so schon einsatzbereit. Ja, Marvin, und natürlich gibt es hier auch die Standby-Position und aus der Standby-Position, wenn man den Schalter umlegt, ist das Bild sofort wieder da. Sprich, da hat man gar keine Verzögerung. Also sehr schön, wenn man kurz zwischendurch mal die Waffe abstellt, stellt man auf Standby und ist dann halt wirklich sofort wieder einsatzbereit. David, jetzt haben wir uns ja den Kippschalter vorgenommen, der mechanische An- und Ausschalter. Wie lange beträgt die Akkulaufzeit denn beim Lux? Die Akkulaufzeit ist bis zu 9 Stunden. Das hängt vom Betriebsmodus ab. Da gehe ich hinterher noch ein bisschen drauf ein. Wir haben hier einen fest verbauten Akku mit einer sehr großen Kapazität. Wie gesagt, 9 Stunden, das sollte eigentlich für jeden Einsatz ausreichen. Wir haben einen USB-C-Anschluss hier im Gehäuse eingebaut, sodass wir das Gerät darüber zu Hause aufladen können. Man kann das Gerät sogar auf der Waffe im Betrieb mit der Powerbank mit Strom versorgen, wenn das mal notwendig sein sollte. Ja, das ist ja super. 9 Stunden, ich glaube, da ist jeder Ansitz vorbei. Man muss ja auch nochmal nach Hause. Man kann ja nicht die ganze Zeit auf dem Hochsitz sitzen bleiben. Vielen Dank. Ja, wir haben jetzt schon einige interessante Features hier kennengelernt, aber das Ganze muss ja auch, da wir das auf Waffe montieren, entsprechend robust sein und in einem entsprechend widerstandsfähigen Gehäuse montiert sein. Deswegen hat der Lux ein Voll-Aluminium-Gehäuse, also komplett Metallbauweise und ist schussfest, genauso auf Schussfestigkeit konstruiert und getestet wie Premium-Zielfernrohre, also wie wir das von hochwertigen Jagdoptiken gewohnt sind. Die Belastungen macht auch der Lux mit durch sein Metallgehäuse und die entsprechende Konstruktion. Also es ist auch kein Problem, David, wenn wir mal, jeder kennt's, man sitzt in der Kanzel und kommt mal irgendwie ans Holz, das hält das Gerät auf jeden Fall aus.
Das ist überhaupt gar kein Problem. Das hält auch jedes Zielfernrohr aus. Und die Belastungen im Schuss sind tatsächlich deutlich höher. Da muss man sich also keine Sorgen machen, wenn man mal ein kleines bisschen irgendwo die Hochsitzwand erwischt oder sowas. Ja, das perfekt. ist problemlos. Außerdem hat der Lux eine echte Innenfokussierung. Das heißt, wenn ich hier drehe, um das Bild scharf zu stellen, dann dreht sich vorne meine Schutzklappe nicht mit, sondern nur der Ring, sodass ich mir die Schutzklappe hier so ausrichten kann, wie ich möchte und dabei auch noch ordentlich fokussieren kann. Und diese Schutzklappe ist sehr robust und die ist auch im Lieferumfang enthalten, damit der Lux immer gut geschützt ist. Gut geschützt durch die robuste Bauweise und die Schutzklappe. Und ein wichtiges jagdpraktisches Feature ist noch, dass der Lux sehr leise ist. Der Kalibriervorgang, der immer wieder nötig ist bei einem Wärmebildgerät, der ist hier sehr leise ausgeführt. Der Shutter, der verbaut ist, ist wirklich flüsterleise. Also wenn ich am Luderplatz sitze, dann läuft der Fuchs mir nicht durch das Kalibriergeräusch weg. Nein, also hier muss ich wirklich schon mein Ohr an das Gerät halten und sehr genau zuhören, dass da überhaupt irgendwas passiert. Das haben wir wirklich sehr leise gekriegt. Und was uns auch noch ganz wichtig ist, das Gerät ist made in Germany. Das kommt aus Wetzlar. Der Service findet auch bei uns in Deutschland statt. Und wir geben auf das Gerät 3 Jahre Garantie. Ja, David, das ist ja sehr gut. 3 Jahre Garantie, gerade beim technischen Produkt. Du hast uns ja schon den Kippschalter gezeigt. Aber wie sieht das denn mit der anderen Bedienbarkeit aus? Ja, neben dem An-Aus-Schalter hier auf der Seite haben wir natürlich noch oben ein Tastenfeld, um das Menü zu bedienen und auch um das als Schnellwahltasten zu nutzen, sprich in der Bedienung zum Beispiel die Helligkeit oder den Bildmodus zu verändern. Und dieses Tastenfeld zunächst mal, das sind schön große Tasten, wo ich also wirklich auch meine 3 Finger gleichzeitig unterbringen kann. So, dass ich sie auch im Dunkeln treffe. Ganz genau, so dass ich sie treffe und auch wirklich ein Feedback kriege, wenn ich die Taste gedrückt habe und allgemein immer weiß, was ich tue. Das ist halt ganz wichtig, dass ich mich nicht irgendwo in dem Menü verhaspele, wenn es auf der Jagd gerade rund geht. Was ja schnell geht, wenn man bei der Jagd eine brenzlige Situation hat, kommt man schnell auf den verkehrten Knopf und da ist das ja dann super gelöst. Ja, Stichwort zu der Bedienung hier. Wir haben einmal eine Standardbelegung von den Tasten mit Funktionen, die ich jederzeit schnell erreichen möchte. Wir haben einmal hier eine Taste für die Einstellung der Bildhelligkeit. Aber wenn ich jetzt tags und nachts das Gerät verwende, muss ich die Helligkeit verändern. Kurzer Druck auf die mittlere Taste ändert den Bildmodus. Das bedeutet eine Anpassung an unterschiedliche Kontrastverhältnisse. Ich habe einen Bildmodus Sonne und Regen. Sonne ist vereinfacht gesagt für einen guten Kontrast in der Szene, also für sonniges Wetter, für einen Wildkörper in der Nähe zum Beispiel, in dem ich dann gute Details sehe. Und Regen, das holt mir also nochmal die letzte Schärfe und Kontrast aus einer gleichförmig kalten Landschaft raus, sodass ich die Landschaftsstrukturen gut erkennen kann. Gerade wenn man so ein Waschküchenwetter hat, sehr diesiges Wetter, dann ist die Wärmebildkamera ganz genau. Ja auch nicht mehr so gut und dadurch kriegt man dann wahrscheinlich den besseren Kontrast. Richtig, da kann ich also durch die Software, durch die Bildverarbeitung noch richtig was rausholen. Und wenn mir dann die Sau auf 20 Meter kommt, dann stelle ich auf den Sonnenmodus und dann sehe ich halt auch in der Sau wirklich noch die Details und das wird nicht alles scherenschnittartig überstrahlt. Das ist also eine sehr nützliche Funktion. Helligkeit hatte ich schon gesagt. Und dann haben wir auf der hinteren Taste Foto- und Videofunktionen, kurzer Druck, Bildaufnahme und langer Druck, eine Videoaufnahme. Ein langer Druck auf die mittlere Taste bringt mich ins Menü. Im Menü kann ich natürlich bei so einem elektronischen Gerät ziemlich viele Einstellungen vornehmen, die ich so kenne. Da möchte ich aber auch bei so ein paar Sachen ein bisschen drauf eingehen. Einerseits habe ich viele Optionen. Ich habe zum Beispiel 5 verschiedene Farbmodi, die ich mir einstellen kann, die ich auch, wenn ich das möchte, über eine Schnellwahltaste bedienen kann. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich so 5 Farbmodi habe, meistens ist es so, man hat persönlich irgendwie eine Vorliebe. Ich möchte 2 oder vielleicht 3 davon verwenden und die anderen, die mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Deswegen habe ich hier in einem Untermenü die Möglichkeit, diejenigen, die ich nicht so gerne sehen möchte, mir auszuschalten. Und da muss ich mich da nicht jedes Mal durchklicken und mir da irgendwas angucken, das ist was super. ich gar nicht möchte. Individuell einstellen kann ich mir aber nicht nur die Farbmodi, die in dem Menü hinterlegt sind, sondern tatsächlich sogar die Tastenbelegung auf dem Tastenfeld hier. Ich habe das gerade gesagt, es gibt eine Standardeinstellung, einen Standardmodus, wo
ich sag mal, die am häufigsten benutzten Funktionen auf den Tasten hinterlegt sind. Es gibt aber auch noch 2 andere Bedienmodi. Das ist einmal der sogenannte Basismodus. Der macht das Ganze also ganz einfach. Da mache ich gar keine Eingaben mehr über das Tastenfeld, sondern am Tastenfeld nur noch die Menütaste aktiv und langer Druck auf die vordere Taste zum Kalibrieren. Ansonsten nichts. Ich mache keine Fotos, ich mache keine Videos. Das spart im Übrigen auch Strom und damit komme ich auf diese extremen Laufzeiten. Das ist für Leute, die jetzt zum Beispiel nur in der Nacht jagen, die sagen, Helligkeit muss ich mir nicht dauernd einstellen. Ich habe einen Farbmodus, den ich gerne benutze und ich möchte eigentlich das Ding nur an- und ausschalten und damit jagen. Das wäre genau das Richtige für meinen Vater. Der hat voll Schwierigkeiten mit seinem Telefon. An- und ausmachen mit einem mechanischen Schalter. Ich glaube, das kriegt er auch hin. Ganz genau, das haben wir also hier wirklich gemacht, um diese wahnsinnig nützliche Technik auch Leuten nahe zu bringen oder einfach bedienbar zu machen, die sich wirklich mit Menü und Einstellungen nicht beschäftigen wollen, sondern die wollen ein Bild sehen und die wollen schießen und dann stellen Also sie sehr das einfach aus. gehalten. Ja. Und wir haben nicht nur an diejenigen gedacht, die das sehr einfach haben wollen, sondern auch auf dem anderen Ende des Spektrums die etwas technikaffinen Leute, die gerne ihre eigenen Einstellungen vornehmen wollen. Und für die haben wir einen sogenannten Custom-Modus, den kann ich also auch im Menü anwählen und da kann ich mir die Funktionen, die auf den Tasten hinterlegt sind, kann ich mir selber auswählen. Ich kann also zum Beispiel die Helligkeit auf eine Taste programmieren und den Farbmodus auf eine andere oder den Bildmodus für die unterschiedlichen Umweltbedingungen. Ich kann mir hier zum Beispiel die Foto-Video-Funktion ausstellen, wenn ich sage, ich möchte nicht aus Versehen mal ein Video starten oder sowas. So kann ich mir das wirklich weitgehend individuell anpassen. Also wirklich für alle Benutzer sehr gute Einstellungen vorhanden, sodass da jeder wirklich einerseits die vollen Möglichkeiten ausnutzen kann und andererseits sagt, ich will das einfach halten und will einfach nur jagen und will nicht, dass mir das Gerät in die Also Quere kurz kommt. zusammengefasst, von einfach bis zu professionell kann man sich die Tasten selber belegen. Sehr gut. Richtig. Auch im Menü finde ich die Funktion, um das Lux auf meine individuelle Waffe anzupassen. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit, das an 3 verschiedene Waffen anzupassen. Also ich habe 3 Speicherpositionen, die ich mir auch wieder aufrufen kann, wenn ich das Gerät auf verschiedenen Waffen und Optiken verwende. Da kann ich einmal meine Treffpunktlage angleichen. Das ist im Menü sehr anschaulich beschrieben. Also ich kriege angezeigt, wenn der Schuss zu weit tief links sitzt, auf welche Taste ich dann drücken muss, um den Schuss dorthin zu bringen, wo er hin muss. Also es ist wirklich schwierig, sich da noch in der Richtung zu vertun. Also es ist auch sehr einfach gehalten. Ja, also das ist, wie gesagt, es ist ein technisches Gerät, da ist eine Menge drin los und wir haben uns wirklich Mühe gegeben, das so benutzerfreundlich und so einfach wie möglich zu gestalten. Und auch noch eine Sache, die in den Menü zu den individuellen Waffen hinterlegt ist. Ich kann mir die Position der Menü-Icons auf dem Bildschirm an die Vergrößerung meines Zielfernrohres anpassen. Wenn ich jetzt ein Glas habe, wo ich nicht das ganze Sehfeld vom Lux, was halt sehr groß ist, überblicken kann, dann sehe ich immer noch meine Menü-Icons. Alles, was im Menü angezeigt wird, sehe ich voll im Sehfeld und mir verschwindet das nicht irgendwo außerhalb vom Rand. Und das geht wirklich dann automatisch, wird das zusammen mit der Einschießposition gespeichert und wieder aufgerufen. Also ich kann dann auch ein Zielfernrohr mit einer höheren Vergrößerung nutzen. Ja. Und sehe das Batteriesymbol und welches Speicherprofil gerade. Richtig. Das funktioniert also auch mit dem Glas mit einer 4-fachen Anfangsvergrößerung. Da kriege ich immer noch alle meine Menüpunkte sauber angezeigt. Sehr gut. Und zum Thema Einschießen, Anpassung auf die Waffe ist natürlich auch noch zu sagen, das Gerät ist absolut wiederholgenau. Das heißt, wenn ich das einmal an die Waffe angepasst habe, kann ich es abnehmen und wieder aufsetzen. Und Schussfestigkeit habe ich schon gesagt. Also wir haben hier wirklich die gleiche Schussfestigkeit wie ein Premium-Zielfernrohr, so dass also das Treffen wirklich sauber gewährleistet ist. Zusammengefasst ist das Limke Lux 1 ein sehr robustes Vorsatzgerät in der Premium-Klasse, was sehr einfach zu bedienen ist. David, vielen Dank für die tolle Erklärung. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben Ihr Interesse an das Lux geweckt. Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns doch per E-Mail, rufen Sie uns an oder über die sozialen Medien. Wenn Sie sich das Lux angucken wollen, gehen Sie gerne zu Ihrem Fachhändler, schauen Sie es an.
Wir sagen Danke und wünschen allzeit Waldmar Zeil und eine sichere Kugel.